Servus zusammen, in dem Video schauen wir uns den Bosch Universal Weg 18 Volt an. Er verbraucht laut Bosch 105 Watt und er ist in China produziert worden. Verarbeitung ist, würde ich sagen, relativ gut, weil das ist relativ, was heißt relativ weich, es ist ein anderes Plastik, ein hochwertigeres Plastik für mich. Da hat man die LED-Anzeige, weil Bosch Grün hat nämlich keine Akkuladestandsanzeige im Akku verbaut, sondern in den Geräten, nicht bei allen, bei manchen schon. Eine Sache, die mir bei Bosch Grün gar nicht gefällt, aber ist halb so schlimm, für die meisten würde ich sagen. So, wie tut man nun den Behälter abmontieren? Einfach nach oben drücken und so. Dann hat man da den Behälter, da den Filter. Der Filter wird mehr oder weniger reingeknipst, dann kann man ihn entfernen und reinigen. Dahinter befindet sich da die Ansaugung. Die meiste Luft wird nach unten ausgeströmt. Das ist ein wichtiger Punkt, den man zu beachten hat. Seitlich wird nur der Motor gekühlt, wie es aussieht. So, kommen wir wieder zur Montage. Das reindrücken. So, kann man auch nach unten lassen und einschlagen. Dann hat man einen Filter montiert und das genau gleich. Da unten habt ihr zur Einkerbung, genau hier, einfach rein und dann ist er zu. Der Sauger selbst ist gut verarbeitet, eine gute Saugleistung, muss ich sagen, eine sehr gute Saugleistung. 80 Millibar sind angegeben. Dann hat man noch an aus. Lautstärke. Lautstärke habt ihr gesehen, bei 20, bei 40, bei 60. Kommen wir zum Zubehör. Man hat so eine Bürste, die habe ich schon ein bisschen benutzt. Der ist baugleich zu den Einhellbürsten. Das werdet ihr dann auch sehen. Die Rohre sind genau gleich, die Bodendüse ist genau gleich. Und die Fugendüse ist genau gleich. Das ist die Fugendüse. Exakt wie von der Einhell. Da hat man die Rohre, passen genau auf die Einhell. Da habt ihr die Bodendüse vom TEVC. 4 Schrauben und so schaut sie aus. Da habt die Bodendüse vom TEHV. 4 Schrauben, man sieht, dass ein bisschen neuer ist, kaum benutzt. Genau gleich. Da habt die Bodendüse von Bosch. Bis auf das Logo ist es genau gleich und dass es nur mit 2 Schrauben befestigt ist. Sonst ist genau gleich. Was mir aber bei der Einhell besser gefällt, das ist auch ein Unterschied, dass man da auch beim TEVC so eine Gummileiste hat. Das hat man bei Bosch nicht, wenn man an den Rand kommt. Da ist Gummi, da ist alles Hartplastik.
das ist schlechter. Sonst seien die genau gleich. Also alles ist wirklich genau gleich vom Zubehör. So, dann schauen wir uns kurz noch das Gewicht an. ,9 Kilogramm Gewicht. Schauen wir uns mit einem 3AH Akku an. ,5 Kilogramm. Am Anfang habe ich mir gedacht, der Bosch wird so ähnlich sein wie der TEVC, also der älteste Einhell-Akkustaubsauger. Aber es war super, dass es nicht so war, weil der ist deutlich stärker als der TEVC. 103 cm insgesamt der Länge mit Bodendüse. Das jetzt ist die Aufnahme vom Akkutest, wo er 26 Minuten geschafft hat. Wie ihr sehen könnt, ist die Leistung nicht ganz konstant, sondern schwankt. Je schwächer wird, desto weniger wird auch die Leistung. Aber dafür hebt er auch etwas länger. Ja, muss man wissen, ob das gut oder schlecht ist. So, kommen wir zu einem der wichtigsten Faktoren, die Saugkraft in Gramm, die theoretisch auch der maximale Unterdruck ist. 90 mB für den Bosch, 42 mB für den Einhell. Ich habe 610 Gramm gemessen, Einhell hat 300 Gramm bei mir geschafft. Also Bosch doppelt so stark oder hat einen doppelt so hohen Unterdruck, was auch ungefähr nicht 100%, aber der Herstellerangabe entspricht. Bei der angesaugten Luft sieht es wieder anders aus. Da ist Einhell mit 95 km/h deutlich näher. Das ist, wenn kein maximaler Unterdruck erzeugt wird, sondern das Rad frei läuft und somit die Luft ansaugt. Da sind die Unterschiede meistens geringer. Da sind wir bei ungefähr 30 km/h weniger. Ist immer noch viel. Also 33% mehr schafft der Bosch. Obwohl der Bosch stärker ist, ist er trotzdem leiser wie der Einhell und das um 6 Dezibel. Das ist keine kleine Zahl, das macht schon Unterschied beim Hören. Der Bosch ist für mich auch angenehmer vom Hörgeräusch. Beim Ausdauertest gibt es keine großen Unterschiede von der Laufzeit her. Man kriegt ungefähr 7 Minuten pro Amperestunde bei beiden. Einhell oder Bosch ein bisschen weniger, 6 Minuten 30. Aber man hat deutlich mehr Saugleistung, also ist der Bosch effizienter, kann man so sagen. Dann haben wir das Gewicht in Gramm. Da sein 40 Gramm ist der Unterschied, ist der Einhell leichter. Ja. Der Bosch ist kürzer und somit wirkt er leichter in der Hand, muss man sagen. Ja, also leichter ist der Einhell, anfühlen oder fühlen. Also der Bosch fühlt sich einfach leichter an, obwohl er schwerer ist. Dann haben wir einen Preisunterschied von über 50%. Relativ, aber absolut sind es mehr oder weniger nur 20 Euro. Also, wenn man im Bosch-System ist, hat man keine andere Wahl zwischen dem und dem Advanced-Werk. Aber der Advanced-Werk
ist halt deutlich größer und schwerer und nicht so praktisch wie der, aber es ist ja Handstaubsauger und den kann man nicht vergleichen. Aber für 55 € ist das ein super Gerät. Auch der Einhell ist deutlich günstiger, leistet auch deutlich weniger, aber ist auch ein gutes Gerät. Also wem die Leistung vom Einhell reicht, kann den Einhell halt eben auch kaufen. Was soll ich zum Sauger sagen? Es ist mehr als ein solider Sauger, Akku-Handstaubsauger. Für das Geld kann man ihn nur empfehlen, wer im Bosch-System ist. Akkulaufzeit sehr gut für seine Leistung, muss man wirklich schon sagen. Und ja, Verarbeitung gut, preislich ist er auch in Ordnung. Und ja, das wäre es dann zum Bosch Universal Bag. Wie schon gesagt, eine klare Empfehlung. Ich bedanke mich fürs Schauen, er ist unten verlinkt. Servus und ciao.